Servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Huhn. Heute habe ich wieder ein Rasseporträt für euch und zwar finde ich, es ist an der Zeit, den holländischen Zwerghühnern mal einen neuen Anstrich zu verpassen. Das war ja eines der ersten Rasseporträts bei Happy Huhn. Das holländische Zwerghuhn gehört zu den Urzwergen und wird in unglaublich vielen verschiedenen Farbschlägen gezüchtet. Hier auf diesem Bild ist zum Beispiel silberhalsig zu sehen. Und ja, ich möchte euch heute einfach noch ein paar mehr Farbschläge zeigen als im alten Video, außerdem in 4K und das Video wird einfach nochmal deutlich informativer, was die rassegerechte Haltung der holländischen Zwerghühner anbelangt, da sie ja doch sehr klein sind. Also danke fürs Zuschauen und wenn ihr selber auch zu Hause holländische Zwerghühner habt, dann lasst es mich gerne wissen und schreibt es mir in die Kommentare, wie eure Erfahrungen mit diesen kecken Puppenhühnern sind. ...500 Gramm bringt da auf die Waage dieser holländische Zwerghahn, der zwar winzig ist, aber trotzdem wie ein echter Bilderbuchgockel aussieht. Das holländische Zwerghuhn ist ein Urzwerghuhn, das bedeutet, es wurde nicht als Verzwergung einer größeren Hühnerrasse erzüchtet, sondern es handelt sich um ein echtes Zwerghuhn, das immer schon im Miniaturformat vorhanden war. Zwerghühner haben sich, wie man heute weiß, von Osteuropa über Mitteleuropa nach Westeuropa und Nordeuropa verbreitet. Sie stammen nicht von abenteuerlichen Seereisen, wie oft in alten Büchern über die holländischen Zwerghühner zu lesen ist. Hier sind jetzt silberhalsige Tiere zu sehen. Achtet mal auf den dollen farblichen Unterschied zwischen Hahn und Hennen. Vom Gewicht her beträgt der Unterschied nur etwa 100 Gramm. Der Hahn wiegt ja so um ein halbes Kilo herum und die Henne ist eben entsprechend etwas leichter. Man sieht hier jetzt auch, dass diese Tiere recht aufgeweckt und nervös sind. Da ist mir persönlich auch im Laufe der Jahre aufgefallen, dass die holländischen Zwerghühner charakterlich von super zahm und zutraulich bis hin zu eher aufgeweckt und nervös variieren können. Jetzt haben wir den Farbschlag Rot gesattelt mit herrlichen Braun, Kupfer, Rot und Pastelltönen. Auch ein echt hübsches Farbbild, das meiner Meinung nach besonders gut zu den holländischen Zwerghühnern passt. Diese Hähne sind untereinander verträglich, weil sie in der Junggesellengruppe gemeinsam aufgezogen wurden. Ich habe sie jetzt einfach mal kurz auskrähen lassen. Generell sind die Hähne bei den holländischen Zwerghühnern eher krähfreudig, das möchte ich nicht verschweigen. Aber jetzt soll es sich auch mal um die Hennen drehen. Die Hennen sind jetzt beim rot gesattelten Farbschlag vergleichsweise blass gefärbt, aber bei vielen anderen Farbvarianten auch farblich sehr auffällig und hübsch. Sie haben einen eher kleinen Kamm, fast schon wie bei den Wildhühnern. Das finde ich auch immer recht interessant. Und was die Legeleistung anbelangt, findet man hier auch wieder starke Schwankungen, eben abhängig vom Farbschlag und vom Zuchtstamm. Aber so 60 bis 120 Eier kommen vor. Glucken finden sich bei den meisten Farbschlägen, vor allem bei den älteren Hennen. Diese rot gesattelten holländischen Zwerge kamen mir mal eher zufällig in einer Zuchtanlage in Baden-Württemberg vor die Linse und ich war sehr erfreut, dass dann auch noch ein zweiter Farbschlag dort anzutreffen war, Berlgrau. Hier seht ihr in der Hahnengruppe jetzt mal beide Farben gemischt, auch Berlgrau ist wirklich hübsch. Aus genetischer Sicht basiert der berlgraue Farbschlag auf dem Lavenderfaktor, der eigentlich alle Farbpigmente farblich verdünnt. Nicht nur Schwarzpigment und das unterscheidet ihn zum Beispiel vom klassischen spalterbigen Blau in der Rassegeflügelzucht. Berlgrau ist nicht spalterbig, die Tiere lassen sich rein in dieser Farbe züchten, ohne dass zum Beispiel schwarze oder splashfarbene Tiere ausmändeln. Bei den Hennen insbesondere fällt im berlgrauen Farbschlag ein dunkler Anflug im Gesicht auf. Sie sind wirklich sehr dunkel pigmentiert und auch spannend fand ich, dass die Ohrscheiben zuweilen etwas hell bläulich sind, ähnlich wie bei Seidenhühnern.
Alle Farbschläge der holländischen Zwerghühner haben schiefergraue Läufe, Ausnahmen sind aber zum Beispiel die Gesperberten, die ausschließlich fleischfarbene Läufe haben. Also ich könnte mich ja zwischen rot gesattelt und Berlgrau unmöglich entscheiden. Ich verstehe, dass der Züchter hier beide Varianten hat. Jetzt wird es Zeit für den nächsten Farbenschlag. Das hier ist wachtelfarbig und zwar auf Basis vom Goldfaktor. Wachtelfarbig gibt es bei den holländischen Zwergen auch in unterschiedlichen Varianten und da ist jetzt zum Beispiel der goldwachtelfarbige Hahn gemeinsam mit silberwachtelfarbigen Hennen und anderen Hähnen zu sehen. Die Wachtelfarbe hat vermutlich ihren Ursprung in Belgien und Holland, also in der Heimat der holländischen Zwerghühner, und das sieht man auch daran, dass andere Rassen aus diesem Gebiet häufig in der Wachtelfarbe gezüchtet werden, zum Beispiel die mit den holländischen Zwerghühnern verwandten Bassetten oder auch die eher großen Brabanter Bauernhühner. Die meisten Tiere, die ich für diese Folge vor der Linse hatte, waren in sicheren Gehegen untergebracht, die zumindest übernetzt waren oder sogar in Volieren. Doch die wachtelfarbigen Zwerge durften völlig frei laufen. Da möchte ich ein bisschen warnen, denn durch die geringe Größe der holländischen Zwerghühner können sie durchaus auch mal zur Beute zum Beispiel von einer Nachbarskatze werden. Da sind dann also Greifvögel nicht das einzige Problem. Um die Tiere besser zu schützen, empfiehlt sich die gemischte Haltung mit größeren Zwerghühnern, zum Beispiel verzwergten Großrassen, die so um 1 Kilo rumwiegen. Die sind dann einfach doppelt so groß wie die Holländer und einfach, ja, haben so eine gewisse Bodyguard-Wirkung. Also das hat sich zum Beispiel auch bei meiner guten Hühnerfreundin Verena immer wieder bewährt, die auch jahrelang holländische Zwerghühner in der bunten Truppe frei laufen ließ. Kommen wir jetzt mal zum Gegenteil von Freiheit. Hier sind jetzt holländische Zwerghühner im Ausstellungskäfig zu sehen und ich finde, dafür eignen sie sich durchaus auch sehr gut. Die holländischen Zwerghühner sind ja eine Zierrasse, das heißt, anders als bei Hühnerrassen, die eigentlich Wirtschaftsrassen waren, passt die Ausstellungszucht durchaus zu ihnen, da die optische Schönheit ja ein besonders wichtiges Rassekriterium ist. Also sogar wichtiger als die Leistung und ja, von daher ist vielleicht besser sogar es sozusagen die optische Perfektion steht im Vordergrund. Auf Ausstellungen habe ich besonders häufig die Farbschläge goldhalsig, goldweizenfarbig und silberhalsig gesehen und tatsächlich sind das auch aus historischer Sicht die wichtigsten Farbschläge bei den holländischen Zwerghühnern. Und man merkt dann doch auch, dass die Tiere, wenn sie viel Menschenkontakt haben, regelmäßig ausgestellt werden und wirklich eher bei Schauzüchtern gehalten werden, dass die dann meistens auch ruhiger und zutraulicher sind als zum Beispiel Tiere, die eher so halb wild gehalten werden und dann plötzlich nach Jahren ausgestellt werden. Also das scheint sich auch ein bisschen in der Epigenetik widerzuspiegeln, dass typische Ausstellungsshowtiere einfach dann ruhiger werden. Also nicht wegzudenken, sie dürfen auf keiner größeren Geflügelschau fehlen. Ja, da habe ich jetzt noch einen Farbschlag. Auf den ersten Blick würde man denken, dass dieser Hahn auch wieder silberhalsig ist, aber der ist tatsächlich der Farbvariante silberweizenfarbig zuzurechnen. Und so ist das bei den holländischen Zwerghühnern ganz oft, dass dann immer wieder neue Farbvarianten auftauchen oder dass einem immer wieder Farben begegnen, von denen man bisher nicht wusste, dass sie existieren. Und dazu möchte ich jetzt noch eine Sache sagen. Wir haben ja bei den alten Hühnerrassen generell das Problem, dass die meisten Hühnerrassen immer weniger Züchter haben und dass die Zukunft damit auch ein bisschen im Ungewissen steht. Und gerade bei den holländischen Zwerghühnern wäre es jetzt an der Zeit, keine weiteren Farbschläge mehr zu erzüchten, denn dazu werden ja auch immer fremde Rassen eingekreuzt, sondern es wäre eigentlich sehr lobenswert, wenn die Züchterschaft sich in Zukunft auf die basalen, ursprünglichen Farbschläge dieser Hühnerrasse konzentrieren würde, denn das sind die genetisch besonders rein erhaltenen und bei denen kann man halt auch wirklich von Erhaltungszucht sprechen. Danke fürs Zuschauen.